Wofür ist eigentlich das Goethe-Zertifikat C2 gut? Viele wissen, dass man damit in Deutschland oder in der Schweiz studieren kann. Aber dafür reicht oft ein einfacherer Test, wie der Test DAF. Wenn du dich für den Test DAF interessierst, dann schau dir gerne meine Videos dazu an. Ich werde die unten verlinken. Aber jetzt zur eigentlichen Frage. Wo braucht man wirklich das C2-Niveau? Also nicht nur als eine Möglichkeit, sondern das Niveau C2 wird ganz konkret gebraucht. In welchen Berufen oder Situationen ist dieses Niveau tatsächlich Voraussetzung? Zunächst einmal, das Niveau C2 bescheinigt dir, dass du Deutsch in praktisch allen Situationen verwenden kannst. Dabei verstehst du Texte genauso gut und wirst genauso gut verstanden wie eine gebildete Muttersprachlerin bzw. ein gebildeter Muttersprachler. Das heißt nicht, dass du perfekt sprichst oder schreibst, aber das bedeutet, dass du deine Ziele erreichen kannst. Du kannst Präsentationen gut strukturieren und vortragen. Du kannst wichtige Briefe schreiben. Und du kannst zwischen formellem und informellem Deutsch unterscheiden und kannst dich je nachdem eben anpassen. Du kannst sehr komplexe Texte verstehen, dich präzise ausdrücken, auch in akademisch oder beruflich anspruchsvollen Situationen und du beherrschst alle sprachlichen Feinheiten. Es ist die höchste Stufe im gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Für ein Studium in Deutschland reicht in den meisten Fällen C1. Nur in Ausnahmefällen verlangen Universitäten explizit C2. Beispielsweise in bestimmten Sprach- oder literaturwissenschaftlichen Studiengängen, da man sich sehr gut mit der Sprache auskennen muss für solche Fächer. Aber es gibt Bereiche, in denen man das C2-Niveau tatsächlich braucht. Und es gibt Bereiche, bei denen es wirklich stark empfohlen wird. Ein Beispiel ist das Lehramt. Wenn du in Deutschland als verbeamtete Lehrkraft arbeiten willst, also an einer staatlichen Schule mit regulärem Beamtenstatus, dann musst du nachweisen, dass du die deutsche Sprache schriftlich und mündlich vollständig beherrschst. In manchen Bundesländern reicht das C1-Zertifikat oft mit einer Zusatzveranstaltung oder Kolloquium, aber in anderen Bundesländern wird das Niveau C2 explizit verlangt, ohne Ausrede. Gerade wenn du dein Lehramtsstudium im Ausland gemacht hast oder aus einem Nicht-EU-Land kommst, ist das C2-Zertifikat ein klarer und offizieller Nachweis, dass du sprachlich geeignet bist. Wenn du aber an privaten Schulen als Nachhilfelehrer oder in der Erwachsenenbildung tätig bist, dann darf jede Schule für sich entscheiden. Ich sehe bei solchen Schulen eher C1 als Voraussetzung, aber ich habe gemerkt, dass ich eher Zusagen bekommen habe, nachdem ich eben die C2-Prüfung bestanden hatte und diesen Nachweis mit meinen Bewerbungsunterlagen abgegeben habe. Übersetzer und Dolmetscher. Ein weiteres wichtiges Feld ist das Übersetzen und das Dolmetschen. Wenn du zum Beispiel als beeidigter bzw. staatlich geprüfter Dolmetscher oder Übersetzer arbeiten willst, also etwa für Gerichte, Polizei oder andere Behörden, dann ist das C2-Niveau sehr wichtig. Die staatlichen Prüfungen in diesem Bereich setzen voraus, dass du in beiden Sprachen, also auch in Deutsch, dich absolut präzise und professionell ausdrücken kannst.
Wenn Deutsch nicht deine Muttersprache ist, dann musst du das Niveau C2 nachweisen. Die andere Sprache muss nicht direkt nachgewiesen werden. Stattdessen muss man die Prüfung für ÜbersetzerInnen bzw. DolmetscherInnen ablegen. Diese umfasst andere Aufgaben als normale Sprachprüfungen. Alle Texte, die gedolmetscht bzw. übersetzt werden müssen, orientieren sich allerdings an der Niveaustufe C2. Mediziner und Psychologen. Im medizinischen Bereich ist die Situation ein bisschen anders. Wenn du als Ärztin oder Arzt aus dem Ausland nach Deutschland kommst, dann brauchst du in der Regel ein C1-Zertifikat speziell für Fachsprache. Um die Anerkennung anzufangen, sollte man grundsätzlich das Niveau B2 nachweisen können. Im Laufe des Prozesses muss man eben weitere Sprachkenntnisse nachweisen können. ÄrztInnen, ZahnärztInnen und ApothekerInnen müssen Fachsprachkenntnisse auf dem Niveau C1 nachweisen. PsychotherapeutInnen müssen Fachsprachkenntnisse auf dem Niveau C2 nachweisen. Bei diesem Beruf spricht man ja sehr viel und die kleinen Bedeutungsunterschiede sind sehr wichtig. Ein allgemeines C2-Zertifikat würde ausreichen, um den Prozess anzufangen, da es ja höher ist als B2, aber das kann nicht die Fachsprachkenntnisvoraussetzungen erfüllen. Das C2-Zertifikat ist nicht für alle Lebensbereiche notwendig, aber in manchen Berufen ist es ein großer Vorteil oder sogar Pflicht. Dazu gehören unter anderem das Lehramt im Beamtenstatus und der Bereich Übersetzen und Dolmetschen, vor allem im rechtlichen Kontext. Wenn du also in einem dieser Bereiche arbeiten möchtest, dann wäre das C2-Zertifikat eine gute Investition in deine berufliche Zukunft. Auch wenn du es nicht unbedingt brauchst, könnte ein C2-Zertifikat trotzdem hilfreich sein, um deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Wenn du mehr über das Goethe-Zertifikat C2 erfahren möchtest, dann schau dir gerne meine Playlist zu diesem Thema an. Dort findest du Tipps zur Vorbereitung, Infos zu den einzelnen Prüfungsteilen und vieles mehr. Bis dann und viel Erfolg beim Deutschlernen! Ciao!